Ja, und damit herzlich willkommen zu Tag 24 nach dem Pausetag. Heute geht's weiter Richtung Norden. Nächstes größeres Ziel ist Bodø. Wir sind jetzt 30 Kilometer lang die Küste und jetzt geht es eben über den Hügel hoch, um dann weiterzukommen. Aber eine Sache muss man sagen, klar, die Aussicht aufs Meer vom Hügel runter ist der Wahnsinn. Dazu natürlich auch das Wetter, was heute endlich richtig mitspielt. Die letzte Woche war es ja eher so semi, beziehungsweise nicht schön, aber heute echt top. Und hoffentlich hält sich das noch ein paar Tage so, das wäre sehr, sehr angenehm. Am Campingplatz angekommen und jetzt müssen wir nur noch das Zelt aufbauen. Neuer Tag. Zelt ist schon eingepackt und alles. Beziehungsweise abgebaut und trocknet noch. Aber es geht gleich wieder aufs Rad. Erstmal noch im Supermarkt was einkaufen. Und dann weiter die Straße entlang nach Norden. Keine Fähre heute. Ich weiß nicht, ob es heute das Wetter ist. Aber irgendwie bin ich übermüde. So eine Trägigkeit. Bei meinem Vater auch. Und die ganzen Hügel, die wir noch mitnehmen müssen, die helfen nicht wirklich dabei. Und ein paar müssen wir leider noch mitnehmen. Ska. 60 seconds make a minute. 60 minutes make an hour. 24 hours make a day. I never have a limit, oh yeah. 2 minutes Ska. So, wir sind angekommen. Wir sind gerade noch am Zelt aufbauen. War heute tatsächlich eine ziemliche Knüppeltour. Obwohl es gar nicht mal so weit war, aber irgendwie war es mega schwül. Aber naja, wir haben es jetzt geschafft. Bauen Zelt auf und man muss schon sagen, das kann sich hier sehen lassen. Da ist ein schöner Berg. Auf der anderen Seite vom Fjord geht es richtig schön hoch. Aber hübsch ist es hier. Es geht wie immer weiter nach Norden. Wir fahren jetzt mehr den Küstenstreifen lang, entlang des Europa-Radwegs 1 bzw. auch des norwegischen Nationalradwegs 1. Dem folgen wir seit Trondheim schon an Fjorden entlang, manchmal über Fjorde drüber. Deshalb gibt es auch einige Fähren auf dem Weg. Aber es ist auch alles ziemlich bergig und hügelig. Estás escuchando a este humilde servidor. Finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo. Hoy no quiero. So, neuer Tag startet mit bergauf. Auf jeden Fall ein gutes Warm-up. Aber ich meine, okay, das wird jetzt noch ein bisschen bergauf, bergab gehen. Die zweite Hälfte der heutigen Tagesetappe soll es halbwegs flach werden. Und eine kleinere Hügel. Und das ist auf jeden Fall schon mein Lichtblick. Und das heutige Ziel ist Brønnøysund. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami, finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Also wir haben die eine Fähre um ziemlich genau 2 Minuten verpasst, aber zum Glück gehen die jetzt im Sommer alle halbe Stunde und nicht nur jede Stunde, wie ich dachte. Das Wetter ist ziemlich wild, es ist halt sehr, sehr neblig und bewölkt. So. Man sieht es, glaube ich, so ein bisschen. Es ist ja wirklich ein richtig putziger Campingplatz hier. Aber
Von jetzt auf gleich ist es aus mit dem Sonnenschein und die Wolke zieht durch und alles ist kalt und nass. Brrr. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind diesen Morgen schon wieder oder immer noch ziemlich in der Wolke, aber auch schon fleißig Frühstück machen. Wir wollen halt relativ zeitig los, also vergleichsweise zu dem, wie wir vorher los sind. Aber das liegt einfach an den Fährzeiten, weil wir wollen 3 Fähren nehmen, die alle bestimmte Fährzeiten haben und mit der Distanz dazwischen passt es einfach am besten, wenn wir jetzt die Fähre früher nehmen. Und dann gibt es jetzt einfach fix Frühstück. Es wird 8 Kilometer geradelt und dann wird die erste Fähre genommen. Ja, damit sind wir auf der Fähre 2 des Tages. Ist ziemlich gut gelaufen, weil es waren so 18 Kilometer und wir hatten 50 Minuten, was nicht besonders viel Zeit ist. Und sonst hätte man eine Stunde warten müssen, aber wir haben es eben genau geschafft und dadurch eben eine Stunde gespart. Und die Fähre braucht jetzt tatsächlich ein ganzes Stück, die braucht 45 Minuten. Das heißt, jetzt haben wir auch richtig Zeit, um uns nochmal auszuruhen. Und danach geht es nochmal 70 Kilometer weiter. Wir haben es auf die 3. Fähre geschafft. Alter, wir sind richtig geheizt, weil sonst hätte man eine Stunde warten müssen. Und an dem Ort, wo die Fähre auch ankommt, ist auch direkt der Campingplatz. Mega fertig, aber ich meine, wir kommen an und wir kommen auch vergleichsweise gut dafür an. Und deshalb sind wir happy. Und jetzt geht's einfach 300 Höhenmeter gerade den Berg hoch. Und hier sind die Schafe. Die Stimmung in so einem Tunnel ist immer mega krass. Der geht jetzt hier lang für über 2,5 Kilometer. Und wenn kein Auto drin ist, dann hört man bloß das Echo der Räder. Und wenn ein Auto kommt, dann hört sich das so an. Man hat einfach so ein diffuses Rauschen und das wird lauter und lauter und lauter, bis es dann vorbeirauscht. Und weil es an den Wänden so hallt, sind die Fahrgeräusche von den Autos unfassbar laut. Und kalt ist es hier drinnen auch. Schönes Beispiel hier von einem guten Tunnel, aber die Luft wird hier eben durchgeschoben, dass die Abgase nicht im Tunnel stehen. Da steht Fahrradfahrer im Tunnel, drück oder push. Wir haben es gedrückt. Es ist halt Tag. Wahrscheinlich ist es nachts besser, aber die blinkt. Wir sind jetzt wieder auf einer Fähre, die geht nach Jektvik und wir passieren gleich den Polarkreis, was ziemlich cool ist. Sehr geil. Wir haben es über den Polarkreis drüber geschafft. Das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon ziemlich geil. Let's go!
Es ist tatsächlich recht früh, 8:30 Uhr oder so. Es ist nämlich Sonntag und da fahren die Fähren halt wie auch in Deutschland die Busse am Sonntag fahren. Wenig. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es heute den 31. Juli. Das heißt, wir sind seit einem Monat unterwegs jetzt. Wir sind ja am 1. losgefahren. Heute geht es nach Bodø. Und eins kann ich sagen, heute wird die Strecke schon ein bisschen ehrenlos. Denn wir haben eine ganze Menge Tunnel. So wie hier gerade der Sørvikskar-Tunnelen. 3 Kilometer lang. Bergauf geht es natürlich auch. Und heute mehr als 1700 Meter insgesamt. Hügel rauf, Hügel runter. Und dazu wird es heute schlichtweg weit. Aber dafür sind heute Wetter und Aussicht phänomenal. Und der Haferkeks darf natürlich auch nicht fehlen. Es ist ein Gezeitenstrom. Bis zu 40 km/h schnell zischt das Wasser hier durch. Ist auch der größte Gezeitenstrom der Welt tatsächlich. Is that too much?